Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Let's continue Colossians in the Passion. Gehen wir weiter in Kolosser mit der Passion Übersetzung. We are in 3 verse 12. Wir sind in Kapitel 3 bei Vers 12. You are always and dearly loved by God. Ihr seid von Gott immer und innig geliebt. Do you know, this sounds like a statement that every Christian should know, but they don't. Das klingt wie eine Aussage, die jeder Christ wissen sollte, aber sie tun es nicht. And I'll tell you why not. Und ich sage dir, warum nicht. Because a lot of people have a theoretic understanding that they're loved by God. Weil viele Menschen ein theoretisches Verständnis davon haben, dass sie von Gott geliebt sind. But it's very conditional. Aber es ist sehr an Bedingungen geknüpft. They don't believe that they're always loved by God, but they only believe they're loved by God when they're good. Sie glauben nicht, dass sie immer von Gott geliebt werden, sondern dass sie nur dann geliebt werden, wenn sie gut sind. We have to keep reminding ourselves that at every single moment of every day we are loved by God. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, in jedem einzelnen Moment eines jeden Tages, dass wir von Gott geliebt werden. And that we're not only loved by God, but we're dearly loved by Him. Wir sind nicht nur von Gott geliebt, sondern innig von ihm geliebt. That's why I call myself God's favorite. Deshalb nenne ich mich Gottes Liebling. Because He loves His favorites always and dearly. Denn er liebt seine Lieblinge immer und innig. So look, here is another typical thing of the New Covenant that religion has twisted. Hier ist also eine weitere typische Sache des Neuen Bundes, die die Religion verdreht hat. Paul says, you are always and dearly loved by God, therefore or so robe yourself with the virtues of God. Paulus sagt, ihr seid von Gott immer und innig geliebt, deshalb bekleidet euch mit den Tugenden Gottes. You see, in true Christianity, with the finished work of the cross, Im wahren Christentum mit dem vollbrachten Werk am Kreuz what happens is this. geschieht Folgendes. First, you are convinced by God that you are always and dearly loved. Zuerst wirst du von Gott überzeugt, dass du immer und von Herzen geliebt bist. And then you bring a response. Und dann bringst du eine Antwort. So because we are unconditional loved, that's why the natural response has to be that we clothe ourselves with the virtues of God. Weil wir bedingungslos geliebt werden, muss unsere Antwort sein, dass wir uns mit den Tugenden Gottes kleiden. But what does religion teach us? Was lehrt uns die Religion? If you don't robe yourself with the virtues of God, God will be upset with you. Wenn du dich nicht mit den Tugenden Gottes kleidest, wird Gott über dich verärgert sein. If you don't behave right, you will see God gets angry at you. Falls du dich nicht richtig verhältst, wird Gott über dich zornig werden. But you know, being scared of God has never motivated anybody to truly live a holy life. Angst vor Gott zu haben hat noch nie jemanden motiviert, ein wirklich heiliges Leben zu führen. It might motivate people to live an outwardly religious okay life, but that's not a holy life. Es mag die Menschen dazu bewegen, ein nach außen hin religiöses Leben zu führen, aber das ist kein heiliges Leben. God has no desire that we express something outwardly that we don't experience inwardly. Gott will nicht, dass wir nach außen hin etwas ausdrücken, was wir innerlich nicht erleben. But religion will always do that, always try to earn God's love. Aber Religion wird immer dazu führen, dass wir versuchen, Gottes Liebe zu verdienen. And true Christianity Und wahres Christentum will always respond to what we have first received. wird immer auf das antworten, was wir zuerst erhalten haben. Think about it. Denk darüber nach. Did you know why the midwife smacks the little baby that is born at the bottom? Wusstest du, warum die Hebamme dem frisch geborenen Baby einen Klaps auf den Hintern gibt? So that there is that breath. Damit der Atem da ist. Think about it. You breathe in the good air and then you breathe out the bad air. Du atmest die gute Luft ein und dann atmest du die schlechte Luft aus. And Christianity is it always starts first with receptivity and then with giving. Und das Christentum beginnt immer zuerst mit dem Empfangen und dann mit dem Geben. So you don't give before you receive. That's religion. Man gibt nicht, bevor man empfängt. Das ist Religion. So you have to be bathing in the deep, unconditional love of God every day, and then it will be natural to robe yourself with the virtues of God. Du musst jeden Tag in der tiefen, bedingungslosen Liebe Gottes baden und dann wird es ganz natürlich sein, dich mit den Tugenden Gottes zu umhüllen. Look what he says. Schau, was er sagt. Since you have been divinely chosen to be holy. Denn ihr seid von Gott auserwählt, heilig zu sein. You see, hey guys, you have to be holy, you have to be holy. No, it doesn't say that. Hey Leute, ihr müsst heilig sein, ihr müsst heilig sein. Nein, das sagt er nicht. He says, because you're so
deeply and perfectly loved by God. Er sagt, weil du so tief und vollkommen von Gott geliebt wirst, Because you've already been chosen by God to be holy, that means to be separated. weil du von Gott bereits dazu auserwählt wurdest, heilig zu sein, was bedeutet, abgesondert zu sein. Because of this truth, you respond to God by putting on His virtues. Wegen dieser Wahrheit reagierst du auf Gott, indem du seine Tugenden anziehst. And He describes the virtues. Und er beschreibt die Tugenden. First of all, to be merciful as you endeavor to understand others. Zuallererst, seid barmherzig, indem ihr euch bemüht, andere zu verstehen. You know, some Christians are the most unmerciful people that you can ever meet. Manche Christen sind die unbarmherzigsten Menschen, denen du je begegnen kannst. There is something that I really like about the Spiritists here in Brazil. Es gibt etwas, das ich an den Spiritisten hier in Brasilien wirklich mag. And I know their motive is wrong. They're trying to earn things from God. Ich weiß, dass ihre Motive falsch sind, weil sie versuchen, sich Dinge von Gott zu verdienen. So I'm not agreeing with them. Ich stimme nicht mit ihnen überein. I'm just telling you there's one thing I really like. Ich sage nur, dass es eine Sache gibt, die ich wirklich mag. They are far more merciful towards people than almost every evangelical Christian I've ever met in Brazil. Sie sind viel barmherziger zu den Menschen als fast alle evangelikalen Christen, die ich in Brasilien getroffen habe. It's hard to find a mean spiritist, but it's not hard to find a mean Christian. Es ist schwer, einen gemeinen Spiritisten zu finden, aber es ist nicht schwer, einen gemeinen Christen zu finden. And I'll tell you why this is. Und ich sage dir, warum das so ist. Because Christianity has been more religion than truly walking in the finished work of Jesus Christ. Denn das Christentum war mehr Religion als ein wahrhaftiges Leben in dem vollbrachten Werk von Jesus Christus. So unless you walk in the finished work of the cross, meaning first you receive and then you give, Wenn du nicht im vollbrachten Werk am Kreuz wandelst, also zuerst empfängst du und dann gibst du, it's not going to work to be merciful. wird es mit der Barmherzigkeit nicht klappen. So remember, do we need to be merciful? Yes, yes, and a million times yes. Denk daran, müssen wir barmherzig sein? Ja, ja und 1.000.000 Mal ja. But you and me being merciful to others is a response to God has chosen us to be holy and loves us unconditionally. Aber dass du und ich anderen gegenüber barmherzig sind, ist eine Antwort auf Gott, der uns auserwählt hat, heilig zu sein und uns bedingungslos liebt. So I have a question for you guys today. Also habe ich eine Frage an euch. Absolutely everything you do in your Christian life. Alles, was du in deinem christlichen Leben tust, Here's the question. und hier ist die Frage. Is it a response to what you've received from God, or is it trying just to be a good Christian? Ist es eine Antwort auf das, was du von Gott erhalten hast, oder ist es der Versuch, ein guter Christ zu sein? Don't try to be a good Christian. Versuche nicht, ein guter Christ zu sein. Be a good Christian because that's the natural response to what He did for you. Sei ein guter Christ, weil das die natürliche Reaktion darauf ist, was er für dich getan hat. Because then it's authentic and it's real. Dann ist es authentisch und echt. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.